Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, heute sind wir wieder zurück mit SF Game. Gestern kam, ja, kein Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall für alle Leute, die mir geschrieben haben, ob es mir gut geht oder so, ja. Fand ich ja wirklich sehr, sehr süß von euch, dass ihr da an mich gedacht habt, nur weil jetzt gestern mal kein Video gekommen ist. Ja, ist natürlich die Seltenheit, aber ja, ab und zu ist es mal so. Es kommt extrem selten vor, das stimmt, gebe ich euch recht. Aber ja, da weiß ich auf jeden Fall, dass ich auf euch zählen kann, falls mal von mir unverhofft man nichts mehr hören sollte. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Weiß sehr zu schätzen. Auf jeden Fall sind wir heute wieder am Start und ja, zurück auf dem Main. Und ich hatte mir so ein bisschen mal in SF-Tools die Prozentchancen angeschaut, wie es hier um den Sandsturm steht. Ja, denn uns erwartet ja in nicht allzu langer Zeit der Legendary Dungeon und wie ihr wisst, der startet ja offiziell auf allen Servern am Freitag, den 19. Und am 20. wollen wir ja kurz nachmittags schon reingehen und mich auf meinen Main komplett einmal neu equippen. Das wollen wir ja livestreamen, das Ganze zwischen 14 und 15 Uhr geht das circa los. Und ja, bis dahin wäre es ja noch ganz cool, die ein oder andere Stufe mitzunehmen, um halt eben uns auch noch unsere Gegenstandsqualität ein bisschen zu erhöhen. Und umso höher wir im Level sind, desto besser ist das Ganze. Deswegen, ja, vielleicht kriegen wir dann noch die ein oder andere Stufe hin. Ich werde auf jeden Fall weiterhin bis dahin hier jeden Tag auf meinem Main zumindest ein Epic reinwerfen. Und ja, ich denke mal, ein Level-Up sollten wir bis dato auch noch hinkriegen. Die 751 sollte, denke ich mal, drinne sein. Mal gucken. Vielleicht noch mehr, aber ich glaube eher weniger, weil ja, dann müssten wir noch ein komplettes neues Level schaffen und das wird, denke ich mal, schwierig. Ein Kalender-Level-Up kriegen wir bis dahin auch nicht mehr hin, weil wir jetzt gerade eins ja, bekommen haben. Und deswegen, das wird, denke ich mal, zeitlich ein bisschen knapp werden, aber vielleicht ist noch das ein oder andere Levelchen drinne. Ich hatte auch mal geguckt in der Schattenwelt, wie hier die Chancen so aussehen. Ja, es sieht jetzt nicht so blendend aus, sag ich mal, ne? Aber wir konzentrieren uns heute eher jetzt mal auf den Sandsturm und werden in dem Video mal gucken, ob wir vielleicht die ein oder andere Etage legen können, um halt ja, bis zu unserem Zeitraum, wo wir uns neu equippen wollen, ein bisschen noch vom Level her aufsteigen, um halt eben noch eine etwas höhere Quali von den Gegenständen bis zum LD zu bekommen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Sandsturm und ich zeige euch mal ganz kurz hier meine Chancen. So sieht das Ganze hier im Moment gerade aus. Wir befinden uns gerade auf Etage 598, das ist hier. Das ist eine knapp 2%ige Chance. Würde ich wahrnehmen, ist okay. Würde ich Pilze für ausgeben, vor allen Dingen, weil wir danach noch direkt zwei Gegner haben, die relativ easy sind. Danach die 601 ist wieder ein bisschen schwieriger, aber ihr seht das Ganze ja hier. Es ist immer ein Gegner, der ein bisschen schwieriger ist, dann kommen zwei einfache Gegner, dann kommt wieder einer, der ein bisschen schwieriger ist. Das sind meistens immer die Krieger. Dann kommen zwei, die wieder relativ easy sind und so geht das halt eben die ganze Zeit weiter. Deswegen schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Ne? Zuerst mal müssen wir hier denjenigen hier aus dem Weg räumen. Der war beim letzten Mal, als wir hier im Sandsturm gewesen sind, wahrscheinlich unsere Bremse, wo wir nicht mehr weitergekommen sind. Wir haben uns natürlich auch verbessert jetzt in der letzten Zeit und deswegen gucken wir einfach mal, ob wir jetzt hier an der Invisible Woman irgendwie ja, vorbeikommen, sodass wir bei den nächsten Gegnern eventuell ein bisschen besser dastehen von den Chancen her. Ja, und das ist natürlich ganz interessant, wie das Ganze hier so aussieht, ob wir hier ein paar Chancen haben oder halt eben nicht. Gucken wir uns das Ganze einfach mal so an. Ja, wir haben natürlich auch ein paar Waffen, ein paar Epics dabei in meinem Inventar, die zwar jetzt neu sind durch die Toilettenaura und sowas, ja, und die sind auch von den Statpunkten her deutlich, deutlich besser als meine, die ich habe, und auch vom Durchschnittsschaden her würden wir steigen. Aber ich müsste die dann halt auch verbessern und einen Stein reinklatschen, damit das Ganze wirklich erst profitabel wird. Ansonsten vorher macht das Ganze tatsächlich nicht ganz so einen allzu hohen Unterschied aus. Deswegen, ja. Aber wir sind jetzt hier erstmal an dem Gegner weiter. Jetzt haben wir hier
den nächsten einen Geschickgegner mit 5,8. Das sieht auf jeden Fall wieder besser aus und der 600er, der sollte, denke ich mal, auch noch drin sein. Schauen wir uns das Ganze mal an. Es sind 2 gute Crits nötig, dann sind wir hier good to go. Ja, und der war sogar One-Shot, muss man sagen. Und jetzt sind wir hier beim 600. Sandsturmgegner. Ja, und das ist natürlich ganz cool. Ja, die 600 hier, das wird auch wahrscheinlich ein First Try. Könnte es gut werden, wenn wir ein bisschen lucky sind, dann sieht das Ganze hier ganz gut aus. 600 von 1000 sieht man natürlich schon mal ganz gern. Ich bin gespannt, wie weit wir danach kommen werden, wenn wir uns komplett neu equipped haben. Bei den Sandsturmetagen merkt man es ja als erstes so. Bei der Schattenwelt wird es auch interessant werden, aber hier sind die Chancen natürlich ein bisschen schwieriger. Im Sandsturm sieht man dann noch relativ ja, konstant, sag ich mal, wie man her vom Schaden sich steigert, beziehungsweise halt, ja, viel besser man halt eben wird. So, er ist nicht First Try geworden, aber dafür Second Try sozusagen. Und damit haben wir denjenigen auch wieder aus dem Weg geräumt und sind jetzt quasi wieder vor dem nächsten kleinen Blocker hier. Ja, es sind immer die Krieger, die es hier schwer machen, aber danach haben wir direkt 3 Gegner, die relativ easy sind, bevor wieder ein Blocker kommt. Deswegen schauen wir mal, ob wir den hier auch noch einigermaßen gut aus dem Weg räumen können. Ja, und dann sieht das Ganze hier relativ gut aus, dass wir hier Fahrt frei machen und uns auf 751 so langsam bewegen und damit halt eben auch unsere Gegenstandsqualität von unseren Items wieder her ein wenig steigern können. Ja, gehen wir mal rein für ein paar Tries. Ich will hier auch nicht die Welt ausgeben an Pilzen oder so. Wenn ich merke, okay, der will partout nicht liegen, dann lasse ich es auch einfach bleiben so. Ich sehe halt einfach von den Prozentchancen her, ist es für mich so, dass ich das Risiko eingebe, hier ein paar Pilze zu investieren. Wenn es sein soll, dann passiert es halt, wenn nicht, dann halt eben nicht. Und ja, weil wir werden natürlich noch genügend Pilze ausgeben bis zum Legendary Dungeon, beziehungsweise für den Legendary Dungeon. Deswegen wäre es natürlich ganz vorteilhaft, wenn wir hier uns vielleicht sogar noch ein bisschen was aufsparen. Aber ja, deswegen mal gucken. Ich wollte heute auf jeden Fall mal ein paar Tries hier machen, um mal zu gucken, wie es aussieht. Und es sieht tatsächlich gar nicht so verkehrt aus. Ja, damit haben wir die 602 jetzt vor uns hier und damit jetzt als nächstes 3 Gegner, die relativ easy sind. Und das sollte uns dann schon wirklich nahe der 551 bringen. Ja, diese wunderbare Stufe haben wir leider nicht allzu lange halten können, weil wir schon relativ weit im Level-Up drinne gewesen sind, vorab schon. Aber das ist ja halb so wild. Deswegen, ja, ist natürlich nur gut für unsere Itemqualität dann, wenn wir höher vom Level her so sind. Ne? So, der Gegner sollte jetzt eigentlich nicht allzu lange auf sich warten lassen. Mit ein bisschen über einer 5%igen Wahrscheinlichkeit sollte das hier in eine gute Richtung gehen jetzt so langsam. Gucken wir einfach mal, wie sich die Fights hier entwickeln. Ja, bisher zickt er relativ gut rum. Aber da ist er auch down. Ich wollte sagen, da waren wir, glaube ich, ein paar Mal ein bisschen unlucky gewesen. So, dann haben wir hier die 603 direkt vor uns. Das ist wieder so First Hit, denke ich mal, oder Second Try. Und danach haben wir hier den 604er, der sollte auch noch liegen. Und dann wird es wieder ein bisschen zäher werden. Aber gucken wir uns erstmal an, wie das hier... Ja, easy. Ganz, ganz easy, ganz einfach, sehr schön. Haben wir uns den auch noch weggesnackt und dann... Ja, stehen wir hier wieder vorm Kundschafter. Ja, ähnliche Chancen wie der Gegner jetzt eben gerade vor dem Magier. Von daher, den könnten wir noch mitnehmen. Und dann haben wir wieder das gleiche Problem wie davor. Dann haben wir wieder einen Krieger vor uns. Sehr schön. Und da ist er auch schon, der Sandkastenwurm. Ja, da ist er. Das ist der 605er. Danach hätten wir 2 wirklich easy Tries mit den beiden hier. Das ist wirklich relativ einfach hier. Und ja, danach wird es dann hier schon ein bisschen schwieriger. Dann sehen wir auch schon, okay, die Kundschafter nehmen hier jetzt schon deutlich an Prozente zu. Der letzte Kundi war hier bei 5,4%, der nächste ist hier schon bei 2,7%. Also da wird es auf jeden Fall schon wieder härter. Also ja, die Gegner, die jetzt nur noch liegen, beziehungsweise eine gute Wahrscheinlichkeit haben, sind halt die Magier dazwischen. Auch die Krieger nehmen immer weiter zu, die sind dann nachher schon unter 1% so langsam. Deswegen könnte man ihn hier, 605er, man könnte ihn noch tryen, weil danach kommen noch 2 easy Gegner. Danach wird es dann halt wirklich jetzt schon wieder kritisch werden von den Prozentchancen her. Wir machen einfach mal auf gut Glück
wie es hier aussieht, ob wir hier ein bisschen weiter kommen. Aber ich glaube, ja, wenn es jetzt... Oh, doch, der ging noch, klar. Den haben wir noch mitgenommen hier, sehr schön. Dann sind wir hier bei der 606 und die 607 nehmen wir auch relativ easy raus. Ja, mal gucken, wie hier die Tries so aussehen und danach haben wir das Level-Up eigentlich schon drin, beziehungsweise ist es jetzt schon da. 751 haben wir erreicht auf unserem Main, das ist natürlich sehr schön. Ja, zack, haben wir die Stufe erreicht und damit jetzt auch die nächste Gegenstandsqualitätsstufe ist auch im Beutel sozusagen. So, jetzt schauen wir mal, dass wir den Magier hier jetzt noch rausgeboxt bekommen. Und dann bin ich erstmal soweit zufrieden hier wieder mit unserem Progress im Sandsturm. Und danach werden wir wahrscheinlich richtig Meter machen, wenn wir uns hier neu equipped haben. So, jetzt sind wir wieder vom Krieger. 608. Ja, 1,3. Ja, wie gesagt, die nächsten 3 könnte man sich auch noch mit snacken, aber dann wird es nachher hier wirklich schon langsam kriminell, was die Chancen anbelangt. Deswegen, ja, würde ich mal sagen, ist es das erstmal für die Folge heute. Wir haben ein paar weitere Stufen hier im Sandsturm schaffen können auf unserem Main. Sehr, sehr schön. 751 erreicht und auch die Etage 600 ist gefallen hier im Sandsturm, was mich persönlich sehr freut. Ja, wieder ein 100er Step geschafft hier in dem Dungeon und sieht gut aus. Ja, Qualität ist auch gestiegen, deswegen sehr, sehr nice. Alles klar. Der Legendary Dungeon kann kommen, würde ich mal so sagen, und bis dahin bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank für alles, haut rein und bis zum nächsten Mal.